Muss vor einer Keramikversiegelung zwingend poliert werden oder können wir direkt losversiegeln? Das wollen wir in diesem Video klären. Im Allgemeinen ist es gang und gäbe und auch empfohlen, vor der Keramikversiegelung den Lack mindestens mit einer Hochglanzpolitur zu polieren, einfach um die Haltbarkeit zu verbessern und natürlich um einen Lackzustand herzustellen, der auch versiegelungswürdig ist. Wir wollen jetzt mit dem Fahrzeug hinter mir mal ausprobieren, ob es bei einem Neuwagen, das Auto hat 200 Kilometer runter, einen Unterschied macht in der Haltbarkeit und in der Performance, ob wir den Lack vorher polieren oder ihn direkt versiegeln. Das probieren wir jetzt mal aus. Wir starten jetzt mit der Wäsche, werden dann das halbe Auto abkleben, das halbe Auto polieren und danach das komplette Auto gründlich entfetten und versiegeln und schauen dann mal, ob wir sofort einen Unterschied sehen, beziehungsweise werden euch mit Updates versorgen, ob im Laufe der Zeit ein Unterschied besteht. Das Auto ist jetzt vorbereitet, wir haben es intensiv gewaschen, dekontaminiert, soweit nötig, die Hälfte geknetet, weil wir auch nur die Hälfte polieren wollen. Und wie gesagt, wir kneten immer nur, wenn danach poliert wird. Jetzt werden wir die Fahrerseite einmal komplett inklusive Scheibe polieren, das Klebeband entfernen, dann den ganzen Lack zweifach entfetten, um sicherzugehen, dass auch auf der nicht polierten Seite keine Rückstände mehr drauf sind, auch eine Trockeneisanwendung machen, um wirklich alles aus den Ritzen und Kanten an Schmutz und Staub zu entfernen. Und dann bekommt das Auto keramische Lackversiegelung und auch eine Scheibenversiegelung. Und dann werden wir mal sehen, ob es direkt ein Fazit gibt. Davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus, dass wir einen Unterschied sehen. Aber auf jeden Fall im Update-Video werden wir euch dann mit Daten versorgen. Soweit sind wir aber noch nicht. Wir fangen erstmal an zu polieren und sehen uns zwischendurch wieder. Wunderbar. Wenn wir immer nur Twingos polieren würden, würde das alles ganz schön schnell gehen und auch vor allen Dingen immer nur halbe Twingos. Halbe Auto ist poliert. Wir entfernen jetzt das Klebeband, denn wir wollen ja alles entfetten und versiegeln. Unterschied im Defektzustand haben wir auf jeden Fall gesehen. Ich sag mal, es ist ein typischer Neuwagen, der vielleicht auch ein-, zweimal durch die Wäsche geschoben wurde, weil er transportiert wurde, weil er auf dem Umschlagplatz stand. Also hat Oberflächendefekte von ein paar Wäschen. Nicht ganz so dramatisch, ist mit Finish zu 95% rausgegangen. Also wäre ein super Neuwagenprogramm hier gewesen. Ich bin echt gespannt, wie sich das nachher bei der Versiegelung verhält. Wir gehen jetzt einmal mit Trockeneis durch die Kanten, um den Polierstaub rauszuhaben und alles vorbereitet zu haben. Dann wird er zweistufig entfettet, einmal mit Silikonentferner lang, einmal mit Sonax Prepare. Und dann geht's los. Aber ich habe gerade vergessen, ich habe das Klebeband schon abgezogen, ist aber nicht so schlimm, wir müssen die Scheibe noch polieren. Dann machen wir es jetzt als erstes. Achso, falls du dich jetzt fragst, warum wir die Scheibe vorm Versiegeln polieren, das ist eher so ein Reinigungsprozess statt irgendwelche Kratzer entfernen. Das geht zwar mittlerweile auch, aber hier geht es einfach darum, dass die Scheibe mechanisch schon mal von allen Anhaftungen befreit wird, von allen Rückständen, die irgendwie drauf sind, damit wir wirklich eine optimale Haftung haben. Denn ob das einen Unterschied macht, werden wir im Vergleich sehen. Das heißt, wir nehmen so ein Filzpad, das könnt ihr euch hier mal angucken. Da kommt dann noch Glaspolitur drauf, da sollte man echt wenig nehmen, weil die spritzt sehr und dann ist der ganze Lack voll, also wenig nehmen. Wenn man jetzt Kratzer entfernen wollen würde, würde man eine Rotationsmaschine nehmen. Wir wollen es aber zur Oberflächenreinigung nehmen, deswegen nehmen wir ein Filzpad, Exzenteraufsatz, Flex PXE, Sonax Glas Polish und dann geht's los. Und immer dran denken, alle Produkte werden unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also wer da Fragen hat, was wir hier und da verwenden, einfach mal unten in der Videobeschreibung gucken nach der Kategorie und dann findet ihr das passende Produkt mit einem Link. Und wer generell noch mal den Unterschied bei einem gebrauchten Fahrzeug sehen will, was bringt es mir, eine Scheibe zu polieren, Video blenden wir euch hier oben ein, könnt ihr euch das Thema noch mal gezielt angucken. Ich würde sagen, wir starten jetzt durch. So, wir entfetten zweistufig. Es macht also gerade wenn man nicht poliert hat, sowieso Sinn. Aber generell schadet es nie, einmal mehr zu entfetten.
um sicher zu gehen, dass die Keramik gut haften kann. Ich nehme im ersten Schritt einen Silikonentferner, weil ich sage immer so, der ist wirklich dafür gemacht, dass selbst Lack drauf hält. Also da ist wirklich dann nichts mehr drauf. Der neigt aber manchmal dazu, so leichte Schlieren zu hinterlassen und einfach auf Nummer sicher zu gehen, gehe ich mit einem zweiten anderen Produkt dann nochmal drüber, nämlich mit dem Sonax Lack Prepare oder Paint Prepare, das ja für die Entfettung vor der Keramik gedacht ist. Das finde ich einfach sinnvoll. Man könnte vielleicht auch mit Isopropanol und so einem Produkt. Der Vorteil immer an nicht alkoholbasierten Entfettern liegt einfach darin, dass sie weniger dazu neigen, Kratzer beim Entfetten zu verursachen. Das muss nicht passieren, aber bei so lang ablüftenden, mineralölbasierten Entfettern ist die Schonung einfach noch mal deutlich größer und damit auch meistens das Ergebnis nach dem Entfetten besser. Also es kann passieren, gerade bei sehr empfindlichen Lacken, dass man beim Entfetten mit Isopropanol, theoretisch auch mit anderen Entfettern, sich leichte Spuren in die Oberfläche macht. Jetzt gibt es Leute, die sagen, nee, das ist nicht so, man deckt einfach nur Polierspuren wieder auf. Klar kann das passieren. Wenn ich Haze nach dem Entfetten habe, dann ist das sicherlich vom Polieren. Wenn ich aber in gerader Richtung des Entfettens, also in geraden Bahnen, langgezogene, feine Kratzer habe, ist das relativ unwahrscheinlich, dass es vom Polieren ist. Man muss sich dann immer angucken, sind es Kratzer, die vorher schon da waren? Könnten sie vom Polieren sein, von der Art der Kratzer? Und wenn nicht, dann werden sie von der Verbindung aus Tuch und Entfetter sein. In jedem Fall macht es auf jeden Fall Sinn, beim Entfetten darauf zu achten, welches Produkt man benutzt und dass man auch ein neues Mikrofasertuch benutzt. Je empfindlicher der Lack ist, desto hochwertiger sollte das Tuch sein. Ich sag mal, für so einen einfachen weißen Unilack, der jetzt nicht besonders anspruchsvoll ist, reicht ein neues, kurzfloriges Tuch. Bei einem sehr empfindlichen Unischwarzen zum Beispiel kann es durchaus sein, dass man auch mal mit langflorigen Tüchern entfetten muss. Aber wie gesagt, das soll jetzt hier nicht Hauptthema des Videos sein. Aber nur für die, die sich fragen, warum ich jetzt Silikonentferner und Prepare zum Entfetten nehme. Ich würde sagen, genug des Redens. Ich konzentriere mich mal und wir machen hier weiter. Das Auto ist soweit vorbereitet. Jetzt geht es an die zweistufige Versiegelung mit der Sonax CC Evo. Bei der wissen wir einfach, dass die Performance gut ist und wie sie sich verhalten müsste und können das jetzt hier gut in Relation zu dem setzen, was wir dann sehen. Jetzt tatsächlich auch nach dem Polieren, außer von den Defekten, das haben wir euch gezeigt, sieht man jetzt erstmal keinen direkten Unterschied. Hätte mich auch gewundert, bei so einem leichten Defektzustand auf weiß ist jetzt auch glanztechnisch nicht so viel zu erkennen. Aber ich bin sehr gespannt, wie es sich verhält. Wir werden auf jeden Fall noch mal ein Update-Video posten. Nach 500 und 1000 Kilometer werden wir eine Wäsche machen, das dokumentieren und daraus ein Video machen. Und wenn sich in der Zeit noch nichts zeigt, werden wir auch noch mal ein drittes Video machen, wo wir updaten, wann eine der Seiten einbricht oder vielleicht beide sogar. Aber wie gesagt, das werden wir sehen und im nächsten Video dann besprechen. Ich fahre jetzt auf jeden Fall mit dem Auto eine gewisse Weile durch die Gegend mit meinem City-Flitzer und werde sehen, wie es sich verhält. Wenn es irgendwelche Updates gibt, ich habe das Auto im Zugriff, ich kann sehen, was damit passiert, dann werde ich euch informieren. Ich finde es ein spannendes Experiment. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß dran. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Für alle, die bis hierhin dran geblieben sind, denkt dran, alle verlinkten Produkte unten sind die, die wir verwendet haben. Klickt da gerne drauf, wenn ihr euch das anschauen wollt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein.